Heute kam, schneller als erwartet, bereits das neue Flive-Update, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Und ja, das Ganze kam, wie gesagt, relativ überraschend. Also wir haben ja schon vor kurzem das Preview Developer Note Ding bekommen über die ganzen neuen Features und jetzt ist es tatsächlich schon im Game. Wurde im Endeffekt gestern angekündigt, dass sie die Inhalte der Serverwartung gepostet haben. Und ja, ich denke mal, keiner hat jetzt wirklich damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und aus irgendeinem Grund heißt das Ganze immer noch New Horizon Expansion. Also I guess, das ist Teil 2 von New Horizon. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum das jetzt immer noch New Horizon heißt. Aber es ist ja vom Umfang her auch kein volles Update, sondern, naja, kleines Update entsprechend. Ja. Und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Es sind noch ein paar Sachen hinzugekommen, zum Beispiel welche Rewards es dafür gibt für den neuen PvP-VE-Modus und so weiter. Also Sachen, die wir beim Preview von der Death Note noch nicht hatten. Und ja, let's go. Zuallererst haben wir Personal Housing. You can talk to the NPC Housing Specialist Charlie in Florine to set up the template you want and enter your house. The NPC will also sell some basic templates you can use as well as some furniture and NPCs that you can place in your house for Penya. Schauen wir uns dann natürlich in-game noch an. Das ist Hausverwalter Charlie aus Flive PC und ja, genau. Once you enter your house, you will see some housing-specific UI that you can utilize. This is the basic functionality of the UI elements. The door icon is used to exit the housing area and teleport back to Madrigal. Also dieses Tür-Ding. The box icon is used to view all the housing objects you own and can utilize to decorate your house. Also ich schätze mal, was müsste das hier sein? Hammer and gear icon is used to toggle the editing mode for the objects in your house. In this mode, you can select the item to edit and drag the object to move. Use the mouse wheel to rotate and press the mouse wheel button and move your mouse to enlarge, shrink the object. The trash can icon removes all objects that you have placed in the house, and the blueprint icon is used for setting up presets for the objects you place in your house. Presets sind, glaube ich, diese Pläne, die man dann quasi aktivieren und deaktivieren kann. Das heißt, du setzt quasi verschiedene Sachen und kannst sie dann, naja, wie gesagt, übernehmen. Also kannst du verschiedene Einrichtungen quasi planen und ändern. Wie gesagt, können wir dann noch ein bisschen in-game uns angucken, aber wirkt eigentlich ziemlich simpel, wenn es denn so funktioniert. Templates for personal housing. You will have the ability to choose from a wide variety of templates, which can be swapped at any time. Na gut, das haben sie auch schon beim letzten Mal gezeigt. Da gibt es dann Wald Area, Beach Area und so weiter. Snow Area gab es, glaube ich, noch. Genau, die kosten allerdings Geld, so wie ich das bisher schon gesehen habe. One of the available templates is a blank world, which is literally dead. A blank world that you can decorate to your heart's desire with the furniture, props and NPCs you have purchased. Note that all placements in your house will be reset every time you switch templates. On every template there is a secondary area which serves as the interior to your house. You can enter the interior area through a basic warp outside of the house itself. Ja, okay, das war noch etwas, was gleich beim letzten Mal auch nicht dabei war, beziehungsweise haben sie es nicht erklärt. Also da stand quasi irgendwie so, man kann das Innere des Hauses einrichten, aber da stand nirgendwo, oder sie haben auch nichts gezeigt vom Inneren des Hauses, also wie es aussieht und so. Deswegen war das nicht ganz klar, wie das funktioniert. Aber im Endeffekt kann man quasi ins Innere des Hauses über so ein Dingens gehen. Okay, ja, wirkt eigentlich ziemlich simpel bis jetzt. The guest book is also, there's also a guest book in front of your house where visitors can leave your messages and you can leave a welcome message in return. Visitors can also like in the guest book, showing appreciation for the design of your housing zone. Welcome to my world. I hope you enjoy your stay and find some comfort. Total likes 2. You should also you should add more places in here to sit and hang out. Okay, da kann man dann quasi Feedback geben. Interesting. Furniture and NPCs. Players are able to decorate their house with furniture, props and NPCs however they please. Here are some key features for each type. Furnitures and props do not have stats, may be time limited, meaning that the prop disappears sometime after placement, may be limited in quantity, meaning that you only have a certain amount available to place and need to buy more pieces to place more. May have a limit on count, meaning that you can only place up to X amount of this prop in the house, can be scaled, can be rotated. Also im Endeffekt kann man das zusammenfassen als vollkommen irrelevant, da sie keine Stats geben. Also das heißt quasi jemand, der keinen Bock darauf hat, der sich selbst fragt, warum soll ich das machen, pipapo,
kann man vollkommen ignorieren, weil diese Furnitures, also Möbel, Dekoartikel, was auch immer, die haben keine Stats. Also ihr könnt es einfach komplett ignorieren und einfach so tun, als würde es nicht existieren. NPCs allerdings, die haben Stats. Gleiche Regel, may be time limited, meaning that the NPC disappears sometime after placement, can only be placed once in a house and can be rotated. Also NPCs haben Stats, können time limited sein, also heißt im Endeffekt maybe, heißt im Endeffekt auch, es müsste eine permanente Version geben, I guess, oder irgendwann vielleicht mal. Ja, können im Haus nur einmal platziert werden und können rotiert werden. You can purchase furniture and NPCs from either the NPC or the cash shop. Visiting your friend's house. Players can visit their friends' houses. Visiting is disabled by default, and only those who allow a friend to visit can visit their house. You can allow your friend to visit your house by right-clicking on the friend's name in your friend list and select the Allow You to Visit House option. Das ist eigentlich genau wie im Flive-PC, kann man sagen. Es ist literally genau wie ein Flive-PC und ja, nicht besonders schwierig. Dann Guild Housing. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber eigentlich auch nicht so krass. Unlike personal housing, guild houses do not have multiple templates to choose from. In fact, guild houses are more like guild ships. This system includes an open world aspect, a Penya aspect, and a PvPvE aspect. That's right, once your guild owns a house, it'll be flying over Madrigal for everybody to see. Please note the following for guild houses. Ja, eine ganze Liste an Regeln etc. Es gibt eine limitierte Nummer von Ships. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Guild Houses, das heißt, nicht jeder kann eins haben. All ships are displayed on the map and indicate whether they are owned or not. All ships have a manager NPC on them. Anybody can fly up to a ship and speak to the manager NPC on it. If the ship is owned, members of the guild that own the ship can immediately teleport to it through the world map or the guild window. Much like personal housing, the guild house can be entered via the manager NPC on the ship you own. You can decorate it with furniture and guild house specific NPCs that give guild-wide buffs. The furniture you can place in a guild house is still owned by the individual who placed it, and it will not be returned automatically if you leave the guild, so please retrieve it before you leave a guild. If the ship is owned and the owning guild allows external visitors, anybody can enter the ship through the manager NPC on it. If a ship is unowned, it will display vacant ship above it and is available for bidding, explained in the bidding section. Kommt gleich. If a ship is owned, it will display the guild's name and their logo if there is one. It is not available for bidding, but we have an artifact placed every 2 weeks, which allows other guilds to claim it, explained in the artifact battle section. Also im Endeffekt so ähnlich wie das Personal Housing, zumindest was das Dekorieren angeht, nur hast du hier als Guild logischerweise halt die Möglichkeit, mehrere Leute daran zu beteiligen an der Deko. Und die Dekoartikel, die jede Person selbst platziert, gehören dieser Person. Wenn man die Gilde verlässt, übernimmt man die nicht oder kriegt die nicht zurück, sondern man muss sie selbst aktiv wieder entfernen, damit man die Dekoartikel quasi in eine neue Gilde mitnehmen kann. Ist wirklich nicht unwichtig, weil da kann ja auch eine Menge Geld dann tatsächlich drin stecken. Genau. Ja, und das andere, ich denke mal, ist relativ klar, braucht man sich so viel erklären. Es gibt halt so einen NPC, man kann erlauben, Leuten das Schiff zu betreten, also jedem erlauben, das Schiff zu betreten oder halt jedem auch nicht erlauben, das Schiff zu betreten. Und ja, man muss halt so ein Schiff erstmal kaufen oder durch das Artifact Battle verdienen. Und das Kaufen heißt Bidding, dazu kommen wir jetzt, und Artifact Battle kommt direkt danach. Unowned ships are available for bidding. By flying up to the vacant ship and speaking to the manager NPC, players may view other bids on the specific ship and place their own on behalf of the guild if they are the guild master. In order to bid, the minimum bid will start at 100 million Penya and the highest bidder will win. The bidding amount must be available in the guild bank and it is taken out of there, not the player who places the bid. The bidding will end at noon, 12 PM server time on Saturday, and the winner for the vacant ship will have their guild ship. Once you win a guild ship, you will have possession of the ship for 2 weeks. After your 2-week grace period, you will need to place an artifact for the next phase, the Artifact Battle. Heißt also im Endeffekt, man kann sich ein Schiff direkt kaufen oder man sagt quasi, ja, nee, wir machen lieber den Artifact Battle Mode sozusagen und holen uns unser Schiff, klauen uns unser Schiff. Die Frage ist halt, was günstiger ist, weil der Artifact Battle Mode kostet tatsächlich eine Menge Penya, das kommt gleich noch.
Und ja, aber bei dem Bieten, ich meine, es startet halt bei 100 Millionen, aber ich vermute jetzt mal, kein einziges Schiff wird für 100 Millionen verkauft, weil es wird sicherlich jemand mehr zahlen und vermutlich wird es insgesamt teurer sein, sich eins zu erbieten, als eins zu erkämpfen. Allerdings kann es auch sein, dass man die Kampfgebühr zahlt und es nicht schafft, sich ein Schiff zu erbeuten und dann hätte man einfach nur das ganze Geld weggeschmissen. Also wird auf jeden Fall interessant bleiben. Und wie man sich so ein Schiff erbeuten kann, kommt jetzt eben im Artifact Battle Mode. Once you win the ship, after 2 weeks you will need to place an artifact and partake in the artifact battle to maintain rights for your ship. This is an important task for authorized members of the guild, as they need to choose an artifact position through the guild window. The placement time will be from 12 PM to 6 PM samstags. Placement of an artifact costs 100 Millionen Penya, taken from the guild bank at the moment of spawning. Nicht vom Spieler, der es platzieren will oder platziert hat. If an artifact does not spawn, also wenn die Gilde sich dafür entschieden hat, keine Position zu wählen oder nicht genug Penya in der Bank hatte, am Samstag 6 Uhr verliert die Gilde Ownership from Artifact, from Ship. Das heißt, das Ship wird quasi wieder wakened and available for bidding over the next 2 weeks. Also wenn eine Gilde nicht dann teilnehmen möchte, dann hat halt eine andere Gilde nicht die Chance, das Schiff zu klauen sozusagen, sondern dann kann man wieder darauf bieten. Also eine Gilde, die quasi nicht genug Geld hat oder keine Lust auf den Artifact War hat, die kann quasi sagen, ja, niemand anders bekommt unser Schiff, wir nehmen einfach nicht dran teil und holen es uns vielleicht mit Geld nochmal wieder. Auf jeden Fall kann es uns keiner klauen. If you do not own a guild ship and if you want to participate in battle instead of bidding, you can do so by choosing to participate in the artifact battle in the guild menu. The fee to participate in the artifact battle will be 200 million Penya from your guild bank, and the deadline to choose to participate in the artifact battle will be noon 12 PM on Saturday, when there is an artifact battle happening. Hier wäre noch die berechtigte Frage vielleicht, was ist, wenn man sich entscheidet, am Artifact Battle teilzunehmen, aber es gibt irgendwie nur eine oder keine Gilde, die ihr Artefakt aufgestellt hat. Also, ich meine, irgendwie wäre es ja auch ein kleines bisschen unfair, I guess, wenn eine Gilde ein Artefakt aufstellt und dann 20 Gilden, die 200 Mio zahlen und dann dem Battle teilnehmen, weil es gibt ja nicht mal 20 Artefakts theoretisch zu erbeuten. Also, man könnte noch so ein paar technische Details geben, wo man sagen kann, okay, das ergibt irgendwie keinen Sinn, aber jetzt ist es auf jeden Fall erstmal so, du kaufst dir ein Schiff für 100 plus Millionen und um eins zu erbeuten, zahlst du Minimum 200 Millionen. Das heißt, auch da herrscht eine Dynamik zwischen Kaufen und Erkämpfen. Kaufen muss sehr viel teurer sein als Erkämpfen, weil sonst macht es eigentlich wenig Sinn, diese 200 Millionen zu zahlen, weil wie gesagt, du hast keine Garantie, dass du schaffst, das Artefakt zu zerstören und dir das Schiff von jemand anderem zu klauen sozusagen oder zu erbeuten. Und ja, also es ist auf jeden Fall einfach eine komplett neue, wie gesagt, Dynamik, die da herrscht und auf jeden Fall interessant. Das war es aber noch nicht. Once an artifact spawns, which is always on the PK channel, the owning guild must defend it from other guilds for 1 hour, which will be 6 PM to 7 PM on Saturday, locust server time. Members of other guilds will be able to see large circles on the world map indicating that an artifact is spawned within the circus region, but not an exact position. Once another guild finds your artifact, you must prevent them from destroying it by fighting them and defending the artifact. If you place an artifact, you automatically participate in the artifact battle, so even if you don't pay the participation fee, you can attack other guilds' artifact as well. Ich weiß nicht, ob da noch eine Erklärung kommt. Ich habe es bisher, glaube ich, nicht gesehen. Weil der letzte Satz ist tatsächlich ganz interessant. If you place an artifact, you automatically participate in the artifact battle. Das bedeutet quasi, jede Gilde, die selber ein Artefakt aufstellt, muss diese 200 Millionen nicht zahlen und sieht aber trotzdem die Artefakte von den anderen Gilden. Das heißt, wenn du diese 200 Millionen nicht gezahlt hast, kannst du aber trotzdem anderen Leuten ihre Artefakte zerstören. Und ich vermute mal, da du ja bereits in einer Gilde bist, die ein Artefakt bzw. ein Gildenschiff besitzt, bedeutet das dann einfach nur, du nimmst den anderen ihr Schiff weg, übernimmst es aber nicht. Also es wird der eine Gilde mehrere Schiffe besitzen, ich bin mir ziemlich sicher, das geht nicht. Aber die andere Gilde wird auf jeden Fall ihr Artefakt verlieren. Ihr Schiff verlieren, weil das Artefakt zerstört wurde. Und dann würde das Schiff wahrscheinlich auch wieder zum Bieten kommen. Also hier wäre noch ein bisschen mehr Kontext nicht schlecht, weil da fehlt, finde ich, ein bisschen was. Weil was passiert, wenn, wie gesagt, ein Spieler, der bereits ein Gildenschiff hat, sein Gildenschiff nicht verliert, weil seine Gilde ihr Artefakt verteidigt hat, aber diese Gilde entscheidet sich, das Artefakt von einer anderen Gilde, eine rivalisierende Gilde, zu zerstören, damit die ihr Schiff verlieren. Also was passiert dann mit dem Schiff, das quasi nicht übernommen wird, aber kein Artefakt mehr hat sozusagen. Also auf jeden Fall ganz interessant.
Ein sehr komplizierter Spielmodus für Fly-Verhältnisse, muss man auf jeden Fall sagen. Genau. If the artifact is defended, the owning guild maintains ownership of the ship. Owning guild receives 50% of the total prize money divided by the number of guilds participating. The total prize money is 50% of the sum of the artifact placement fees and the participation fee. So, for example, jetzt wird's richtig geil mit einer schönen saftigen Rechnung. If 20 guilds place an artifact and 30 guilds participate in the battle, the total prize money will be 20 mal 100 Millionen, also 2 Milliarden, plus 30 mal 200 Millionen, also 6 Milliarden, 8 Milliarden, 50% davon, 4 Milliarden. Das heißt, if you defend this, you get 50% of the prize money divided by the 50 guilds, so 40 Million. Ja, also das heißt, eine Menge Penya, wenn ich das richtig verstehe, wird vernichtet. Also von den 8 Milliarden werden quasi 4 Milliarden direkt mal vernichtet. Die existieren dann nicht mehr. Also Penya Sink, was schon mal gut ist. Grundsätzlich, wobei das jetzt natürlich schon ein sehr großzügiges Beispiel ist. Also hier wird davon ausgegangen, was war es nochmal? Genau, dass 20 Gilden ein Schiff haben und ein Artefakt platzieren und 30 Gilden teilnehmen. Das sind 50 Gilden, die mehrere 100 Millionen Penya gezahlt haben für ein Schiff oder zahlen, um an dem Artefakt-Battle teilzunehmen. 50 Gilden ist extrem viel. Also nur mal zum Verhältnis. Auf Borodeng gibt es, glaube ich, 10, 20 wirklich aktive Gilden. Das heißt, sage ich mal, mindestens 20 Mitglieder. Und alle anderen Gilden sind kleinere Gilden, wo entweder nur 1 oder 2 oder 3 Personen drin sind. Also nur wenige Leute. Also weil die meisten Leute oder sehr viele Leute haben halt eine eigene Gilde zum Lagern, für Clockworks und so. Also keine richtige Gilde, kann man in Anführungszeichen sagen. Das heißt, 50 Gilden, die hieran teilnehmen, in welcher Form jetzt auch immer, also Artefakt platzieren oder im Ding teilnehmen, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Also vielleicht auf La Wolf, ja, aber sonst wahrscheinlich auf so ziemlich keinem Server. Aber ja. Ist ganz interessant. Und wir haben quasi hier, wie gesagt, einen krassen Penya-Sink auf jeden Fall. Weil ich schätze mal, das verbliebene Penya wird natürlich an NPC gehen, beziehungsweise geht einfach lost und entsprechend ist es dann hoffentlich weg. If the artifact is destroyed, the defeating guild receives ownership of the ship. The owning guild receives 25% of the total prize money, divided by the number of guilds participating. The total prize money is 50% of the sum, bla 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 bla. Genau. Also das heißt, wie gesagt, diese 50% bleiben. Diese 4 Milliarden ist der gesamte Prize Pool und der wird eben aufgeteilt zwischen den verschiedenen Gilden. Also die Gilde, die quasi es geschafft hat, ihr Schiff zu verteidigen und die Gilde, die es geschafft hat, ein Schiff zu erbeuten, die teilen sich diesen 4 Milliarden Pool, aber die anderen 4 Milliarden, wie gesagt, so wie ich es verstehe zumindest, sind weg. Genau. There's no limit on how many artifacts you can destroy and you get the prize money each time, but you only get the first ship you obtain. Okay, das ist auch noch eine wichtige Info, also für die Leute, die hunten, quasi, du bekommst Prize Money basically, aber das Schiff bekommt man eben nur dann, wenn man selbst noch keins hat. Wenn man schon eins hat, also for the first ship you obtain, to get the first ship you obtain, genau, du kriegst kein weiteres, logischerweise, das war eh klar, aber die andere Gilde verliert es auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall interessant. Note that when the ownership of a ship is changed, all the props and NPCs are removed and it is essentially a blank house. Also die Gilden-NPCs und so, die man platziert hat, auch für F-Coin zum Teil, die können nicht übernommen werden. Aber das wäre auch ein bisschen crazy, wenn das übernommen werden könnte. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist zwanghaftes PvP, kann man sagen. Also wer ein Gildenhaus besitzen möchte, wird mehr oder weniger zu PvP gezwungen. Was auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz ist. Also es wäre auch interessant gewesen, dass man hier sagt, okay, wir machen quasi einen zwingenden, also entweder musst du dich entscheiden, PvE oder PvP oder PvE-Modus. Also entweder Artifact Battle oder vielleicht noch ein anderer PvE-Modus, sowas wie Secret Room zum Beispiel, wo die schnellste Gilde ihr Gildenschiff behalten darf und irgendwie so quasi. Oder jeweils die schnellere Gilde kriegt ein Gildenschiff und eine von den langsameren Gilden verliert ihr es, etc. Also irgendwie sowas hätte man auch machen können. Aber hier hat man sich jetzt, wie gesagt, aktiv dafür entschieden, die Leute mehr oder weniger zu PvP zu zwingen. Du musst natürlich nicht mit teilnehmen, aber dann verlierst du halt auch dein Gildenschiff. Also im Endeffekt musst du es schon, wenn du dein Gildenschiff nicht verlieren willst. Also ja, ist schon irgendwie zwanghaft, muss man sagen. Aber vielleicht auch mal eine angenehme Abwechslung, weil es halt Open-World-PvP ist, nicht in dieser Guild War-Arena und ja, mit unendlich vielen Leuten, die teilnehmen. Plus, wie schon gesagt,
Du kannst ja auch, wenn du selber verteidigst, und ich sag mal so, du bist in einer sehr großen, sehr starken Gilde, eine sehr große Gilde könnte sich aufteilen in ein Angriffsteam, das rumfliegt und andere Artefakte probiert zu zerstören, und ein Verteidigungsteam, das das eigene Artefakt verteidigt sozusagen. Also ist schon, wenn man das so liest, klingt das eigentlich ganz cool. Also eigentlich wie so ein gigantischer Gildenkrieg zwischen allen Gilden zeitgleich mit unendlich Mitgliedern. Also ich habe jetzt kein Mitgliederlimit gesehen oder so. Also scheint so, als könnte jede Gilde einfach unendlich viele Mitglieder haben und auch daran teilnehmen lassen. Also ist auf jeden Fall schon interessant. Dann kommt jetzt noch der zweite Modus, der PvP-Modus Kaiga's Assault. This is a new Realm v Realm type of PvP mode where two teams compete against each other in a massive battle. Kaiga's Assault. RVR, which occurs every week at a specific time with a maximum of 200 participants per instance. So it'll be 100 versus 100 players. Players will fight a damage tug of war on Kaigas with various mechanics present. Note that players will be distributed amongst different match instances if there are too many players registered. Das war etwas, was ich mich noch gefragt habe, was passiert, wenn mehr als 200 Leute angemeldet sind. Dann gibt es mehrere Kaiga's Assault Battles. Also Different Match Instances bedeutet ja im Endeffekt mehrere Kaiga's Assaults, die quasi zeitgleich oder auf jeden Fall insgesamt stattfinden. Und ja, das ist halt natürlich dann wieder fraglich, weil wenn es so 205 Leute sind, was passiert dann? Also gibt es dann ein Battle mit, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, es wird gleichmäßig aufgeteilt, sonst wird es ja keinen Sinn ergeben, schätze ich mal. Aber das werden wir dann wohl alles sehen. Participation and Entry. To participate in Kaiga's Assault, players must speak with the NPC Kaiga's Assault Manager in Central Florine. The registration window will indicate the time where registration begins, as well as the entry time. There's a short duration after registration ends to allow players to enter the world. Note that if you do not enter within the entry period, your position will be forfeited. Upon entry, all players will gather in a waiting area until everyone has joined. Players will then be randomly assigned to either the white or the black team, randomly, in preparation for the battle. A player's team is indicated with an image title above the player's head. Once players are teleported to the team waiting area, a 1-minute preparation timer will begin ahead of the battle. There's a buff pang present in each team's spawn area, and do note that class party skills such as Heal apply to your entire team. However, party skills themselves such as Link Attack are not available. Ja, also hier steht relativ wenig Text hier drin, aber es ist tatsächlich eine Menge zum Anpacken. Also es ist auf jeden Fall, will ich nochmal betonen, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, aber randomly. Das heißt, die Teams sind wirklich random. Das finde ich ist schon mal großartig, ja, weil es wäre nichts Schlimmeres, als wenn sich dann 3 Gilden irgendwie verbünden, ein super starkes, quasi vom Guild War sozusagen übertragenes PvP-Team bilden und alle anderen quasi wegzocken. So hat man zumindest die Chance, dass keiner weiß, in welchem Team er landen wird und dadurch Absprachen deutlich schwieriger sein werden, weil du ja noch gar nicht weißt, sind wir im gleichen Team, sind wir nicht im gleichen Team und auch Skills und so weiter ja dann mehrere Leute treffen können und so weiter, also AoE-Skills zum Beispiel. Das heißt irgendwie Teambuilding, Teaming, vor allem auch, wenn wirklich 200 Leute dran teilnehmen sollten. Was ich ehrlich gesagt bezweifle, also beim ersten Kaiga's Assault vielleicht, dass es wirklich 100 gegen 100 ist. Ich denke, langfristig wird es eher so 50, 60, 70 pro Team sein. Also insgesamt 100 Leute, aber nicht 100 gegen 100. Aber wir werden sehen, vielleicht erfreut sich der Modus ja an der großen Beliebtheit. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal spoilern, es gibt actually coole Belohnungen. Und das sage ich, obwohl ich PvP hasse. Genau. Und ja, gut, das war's eigentlich. Und hier sind noch ein paar wichtige Infos. Und zwar ein Buff-Pang. Steht jetzt nicht da, welche Buff-Level der hat, aber ich vermute mal gute, weil sonst wird es nicht wirklich Sinn machen, dass da ein Buff-Pang steht, wenn du Level 160 bist und der bufft dich dann 5er Buffs, also Level 5er Buffs, das würde jetzt nicht so viel Sinn ergeben, also vermutlich hat er dann gute Buffs. Class Party Skills such as Heal apply to your entire team. Das stelle ich mir ein bisschen kritisch vor, weil bei 100 Leuten, 100 versus 100, ich weiß nicht, wie groß die Kaiga's Area ist, also es gibt Screenshots, aber ist immer schwer einzuschätzen, weil man weiß nicht, wie weit wurde da rausgezoomt und pipapo. Aber stell dir mal vor, da machen 100, na gut, 100 Leute nicht Heal, aber rein theoretisch bis zu 100 Leute kriegen zeitgleich den Heal-Effekt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das nicht laggt des Todes. Also besondere Effekte deaktivieren wäre hier auf jeden Fall zwingend notwendig, weil sonst wird es wahrscheinlich eine Clown-Fiesta oder eine Standbild-Fiesta. Weil imagine,
100 Leute kriegen Heal Rain. Und das heißt nicht 100 Leute zeitgleich, aber zum Beispiel 20 bis 50 aus dem einen Team und zeitgleich, also es gibt ja mehrere Ringmaster, also es reicht ja schon, wenn 5 oder 6 Ringmaster auf jedes Team verteilt sind und jeweils immer so in kleinen Grüppchen von so 10 bis 20 Leuten rumstehen. Wie gesagt, mal 2, weil es ja 2 Teams sind und die ganze Zeit wird Heal Rain gespammt und also geistesgestört. Aber ja, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ja, Link Attack ist nicht verfügbar, finde ich auch gut, dass man da ja einfach nur mit seinem Charakter an sich reingeht. Dann, the Battle Procedure. Kai'Gos, the main boss, will appear 5 minutes after the battle starts, inviting players to engage in a tug-of-war type of battle based on damage dealt. Each team starts out at 50% damage and the value will update as the battle progresses. Heißt quasi, man kann sich entscheiden, aktiv Gegner des gegnerischen Teams zu töten oder lieber Damage an Kai'Gos zu machen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Around Kai'Gos there are 5 artifacts which can be attacked by players of either team. Once a team defeats an artifact, they will gain a buff specific to that artifact which increases the damage dealt towards Kai'Gos. Note that all artifacts start in a neutral state, indicated by the color of the aura surrounding them. Ja, weiß ist ein weißes Team, gelb ist neutral und black ist black team. The level of the artifact buff provided for a team depends on the number of artifacts they have conquered. Es gibt wie gesagt 5 Stück. Und für jedes Artefakt kriegt man 10% Boss-Monster-Damage, also gegen Kai'Gos dann im Endeffekt. Und ja, kann man quasi auch sich entscheiden, Kai'Gos, andere Spieler töten oder Artefakte handeln, um sein Team zu unterstützen. While conquering artifacts to raise the overall damage of your team is important, an important aspect of this game mode is preventing other players from being able to reach their full damage potential. Teams may employ PK as a part of that strategy, stopping players from the opposing team from defeating artifacts or dealing continuous damage to Kai'Gos. As a player dies repeatedly, their respawn timer will increase with each death. The respawn timer will max out on 60 seconds. Also wenn man öfter stirbt oder je öfter man stirbt, desto länger dauert der nächste Respawn. Und wenn man zu oft gestorben ist, also am öftesten, dann ist der Respawn Timer 60 Sekunden. Das heißt, man muss dann 1 Minute warten, bis man wieder in den Fight joinen kann. Allerdings gibt es dann natürlich noch eine Ausnahme. Und man verliert natürlich kein XP, wenn man stirbt. To ignore the respawn timer, you can purchase Kai'Gos Silver Coin and Kai'Gos Gold Coin from the item shop, with Penya and F Coin respectively. You can use 1 Kai'Gos Silver Coin per battle, and there's no limit on how many Kai'Gos Gold Coins you can use, although the amount required will increase with each use in a match. Heißt quasi, man hat hier einen kleinen, leichten Pay-to-Win-Vorteil. Ja, man kann es auch mit Penya kaufen, aber das schauen wir uns auch gleich noch an. In-game. Jedenfalls kann man auf jeden Fall hier mit Geld, sei es jetzt Penya oder F-Coin, eben dafür sorgen, dass man diesen Respawn-Timer einfach ignorieren kann und so viele Leben hat wie nur irgendwie möglich. Das heißt, auch hier gibt es natürlich einen leichten Pay-to-Win-Aspekt. As a reward for the Kai'Gos Assault, you will be rewarded with Kai'Gos Chip. You will get different amounts depending on how you've performed. Refer to the following table for details. Also das siegende Team, jeder bekommt 10 Chips. Ranking 1 in each category, Kai'Gos Chip 30, Ranking 2 20 und Ranking 3 15 und einfach nur fürs Teilnehmen kriegt man 5. Das heißt, absoluter Worst Case wäre, man kriegt 5 Kai'Gos Chips. Was zugegebenermaßen nicht viel ist, wie gesagt, die Belohnungen schauen wir uns auch gleich noch an. Weil man zumindest im siegenden Team ist, das heißt, wenn man selbst nicht gut performt hat, aber zumindest im richtigen Team war, das gewinnt, 50-50 Chance kann man womöglich sagen, kriegt man nochmal 10 Chips extra und wenn man besonders gut performt, dann bekommt man hier eben noch Zusatzcoins. Note you will not get ranking category reward if the instance you are in has 20 or less players. Aber gut, 20 denke ich mal wird es immer geben. Ja, oder beziehungsweise 21. You can exchange these at the Chip Merchant Wafuru for various rewards, including a special costume set. Das ist das Dark Shade Set von Flive PC, ein bisschen gerecolored, glaube ich. Und dann haben wir noch Other Changes, Bug Fix, Fix an Issue causing the Repost Reflex Star to deal no retaliatory damage or miss under certain rare circumstances. Das ist der Set-Effekt von Blade, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, 150er 1v1 Set-Effekt. Genau. Und ja, jetzt gucken wir uns noch ein paar Sachen in-game an, die wir hier uns angeschaut haben. Zuallererst mal die Belohnungen für diese Kai'Gos Coins. Also was kann man sich für 5 holen? Für 5 kann man sich tatsächlich leider nichts holen.
Allerdings haben wir ja gerade schon gesehen, man kann bis zu 15 bekommen, auch wenn man einfach nur mitgespielt und im richtigen Team war. Und für 20 Kaigas-Chips bekommt man tatsächlich eine Smating-Scroll-Box. Außerdem Amplification für 10, dann besondere Amplifications, Super S-Product und lauter solche Sachen. Also schon gar nicht so schlecht. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, was ein bisschen teuer ist, ist dieses CS-Set. Das kostet nämlich 300 Kaigas-Chips und ist natürlich sehengebunden. Also das ist vielleicht ein bisschen teuer, wenn man bedenkt, dass es nur kosmetisch ist. Aber damit soll man halt quasi ausdrücken, okay, das ist ein sehr seltenes Prestige-Set, das man halt nur bekommt, wenn man aktiv am Kaigas War teilgenommen hat. Kaigas Assault. Und ja, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, dass man hier Products bekommen kann. Ist eigentlich ganz cool. Dann zu den Kaigas Chips. Hier haben wir Kaigas Gold Coin. 10 Mal für 50 F-Coin und Kaigas Silver Coin für 120.000 Penya. Also auch hier wieder so ein leichter Penya-Sync. Die Kaigas Silver Coin könnte man sich theoretisch schon ein paar Mal holen auf Reserve und sich einfach nur dann, wenn es vielleicht gerade besonders knapp ist und der eigene Wiedereinstieg, der schnellere, wenn man sowieso schon 60 Sekunden warten muss, vielleicht einen Unterschied machen würde, ob man gewinnt oder verliert. Ja, aber so grundsätzlich ist das natürlich schon heftig, wenn du für jeden Toten eine Silvercoin bezahlen musst. Ich meine, das ist ein PvP-Modus, wo dich theoretisch jeder angreifen kann. Also du wirst vermutlich sehr oft sterben, egal wie stark dein Charakter ist. Also du bist jetzt ein Full-Tank vielleicht, dann stirbst du vielleicht nicht so oft, aber als normaler, in Anführungszeichen, Spieler, normaler Damage-Dealer, Mage oder so, wirst du wahrscheinlich von so ziemlich jedem innerhalb von ein paar Schlägen getötet. Vor allem, wenn dich mehrere Leute angreifen. Und ja, da wird man schon sehr oft sterben. Also ob man das wirklich auf Dauer finanzieren will, weil ich meine, irgendwann muss man natürlich auch sagen, Belohnungen, wie gesagt, Smating Box und so, wenn du nur 15 Coins bekommst, macht es irgendwo nicht so viel Sinn, wenn du dann hier, keine Ahnung, 20 Millionen Penya nur für Respawns ausgibst, weil dann hättest du die Smating Box oder die Products auch einfach kaufen können. Von dem her, ja, muss man da natürlich nicht groß nachdenken, ob sich das so sehr lohnt, da hier zu oft zu solchen Coins zu greifen. Ja, oder eher nicht. Wann findet das Ganze statt? Wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, ist das dann jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob der Timer immer der gleiche sein wird oder der Tag, aber vermutlich schon. Sonntag, 13 Uhr beginnt die Registrierung und Sonntag, also zumindest auf Bodeng, und Sonntag 17 Uhr beginnt dann der Kaigas Assault. Das heißt, man hat Sonntag 13 bis 16:59 Uhr quasi Zeit, sich zu registrieren und um 17 Uhr geht es dann los. Das heißt, nur 4 Stunden. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, warum der Registrationszeitraum so niedrig ist, weil wenn wirklich 200 Leute daran teilnehmen können oder, naja, sollen, ich meine, warum würde man sonst so einen großen PvP-Modus veranstalten, wenn man nicht auch will, dass sehr viele Leute daran teilnehmen? Warum macht man diesen Zeitraum, also man sieht es ja hier auch ganz gut, zum Registrieren, also bis man sich registrieren kann, sind es noch 2 Tage, 21 Stunden. Und los geht's dann aber schon in 3 Tagen 1 Stunde, also lediglich 4 Stunden später. Warum? Also warum kann man sich nicht schon 1 oder 2 Tage vorher registrieren, damit man auch fragen kann, vielleicht in der Gilde oder Freunde oder sonst was, wer alles teilnimmt. Ich meine, 4 Stunden ist echt nicht besonders lange und ist auch vielleicht nicht die beste Uhrzeit. 13 Uhr sind jetzt vielleicht nicht so ultra viele Leute online. Klar, es ist Sonntag, aber trotzdem, man muss halt extra dann denken, schon ein bisschen früher online zu gehen, wenn man jetzt vielleicht erst eher abends spielt und so. Und ja, außerdem, was auch noch nicht dabei stand, ist Minimum Level 120 steht jetzt hier noch dabei. Das stand, glaube ich, in dem Update auch nicht dabei. Also man muss mindestens Level 120 sein, um daran teilzunehmen. Was natürlich schon mal diese insgesamt 200 Spieler extrem einschränkt, weil wenn es der ganze Server wäre, sage ich mal ab Level 60 oder so, dann wäre es natürlich easy, diese 200 Spieler zusammenzubekommen. Aber so ist es natürlich ja, relativ überschaubar wahrscheinlich. Also ob da wirklich 200 Leute dann teilnehmen, wird es so eher schwieriger. Was außerdem auch nirgendwo dabei steht, wenn mich nicht alles täuscht, ist, was es kostet. Also ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwie eine Entry-Fee kostet, aber auch hier steht nichts dabei. Leider. Das heißt, da muss man auch mal abwarten, weil wenn das tatsächlich noch Geld kostet, dann wäre es natürlich auch noch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, lohnt sich das dann überhaupt oder will ich das wirklich zahlen? Weil um dann 5 Chips zu bekommen, muss man sich auch ausrechnen, okay, lohnt sich das wirklich oder so, weil es nicht der absolute PvP-Hengst ist und so. Also mal gucken. Mehr Infos dann quasi ab Sonntag. Und dann kommen wir zum Housing-System nochmal und zu den jetzt nicht so schönen Aspekten, die natürlich im Update so auch nicht beschrieben wurden. Also, zuallererst mal hat man von Haus aus kein Haus. Haha, lustig, ne? Aber es ist wirklich so. Mein Haus betreten, du besitzt derzeit kein Haus. Also da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil es auch so nicht direkt drin steht.
Ob man diese Blanko-Welt, die quasi beschrieben wurde, besitzt oder ob man die erst kaufen muss, die muss man tatsächlich kaufen. Blank World Template. Muss man kaufen. Ohne das, 100 Millionen Penya, hast du nicht mal ein Haus. Also es gibt kein Standard-Mini-Haus oder keine Ahnung, keine Welt, sondern du musst es kaufen. Dann gibt es das gleiche nochmal M, das ist wahrscheinlich einfach größer, schätze ich mal. Und dann gibt es halt noch diese Beach World für 400 Millionen. Das kann man alles für Penya kaufen und ja, ist natürlich schon mal überschaubar auf jeden Fall. Dann Props kann man einige kaufen, gibt es natürlich alle nur zeitlich begrenzt hier für verschiedene Penya-Preise. Ja, gut. Ist halt auch die Sache, ob man da wirklich so viel Geld ausgeben will, wenn das alles immer nur zeitlich begrenzt ist. Und NPC, den einzigen NPC, den man aktuell für Penya kaufen kann, ist der BB Wolf. Und der erhöht die Sprunghöhe um 30 für 7 Tage für 7 Millionen Penya. Und das war's. Alles andere, was man kaufen kann, gibt es nur für F-Coin. Ja, und der Cash-Shop ist ziemlich üppig gefüllt mit diesen ganzen Sachen. Wir haben ja natürlich tonnenweise Möbel und so. Gut, die spielen keine Rolle, weil die ja quasi keine Effekte haben. Da gibt es jetzt tonnenweise, also wirklich sehr viele. Und dann kommen diese NPCs. Und da gibt es eben Personal NPCs und die Guildhouse NPCs. Die geben alle enorme Vorteile, vor allem wenn man sie miteinander kombinieren kann. Und also inwieweit man die kombinieren kann, kann ich jetzt natürlich nicht ausprobieren. Also ich schätze mal, man kann jeden NPC einmal aufstellen, aber das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren confirmen, weil das kann ich jetzt nicht ausprobieren, weil ich keine F-Coins dafür ausgebe. Und ja, was gibt es da so für Boni? Wir können ja mal ein paar durchschauen. Personal House, also es gibt natürlich alle in mehreren Versionen, also gibt es natürlich immer die 7 Tage und 15 Tage Version. Also hier fängt das Ganze an beim Casanova. Personal House XP plus 5. Personal House Droprate plus 5. Personal House Speed plus 5. Personal House PvE Damage plus 3. Personal House PvE Damage Reduction plus 3. Gut, so ein Buff-Peng, keine Ahnung, vollkommen irrelevant. Und dann kommen die Guildhouse-NPCs. 10% weniger MP-Verbrauch, 10% weniger FP-Verbrauch, 10% mehr MP, 10% mehr FP, 10% mehr HP, 3% PvE Damage, 3% PvE Damage Reduction, 3% Healing, 3% Magic Resist, 3% Crit Resist und wieder der Buff Peng. Und dann wiederholt sich das Ganze als 15-Tage-Version, also da kommt dann nichts mehr dazu. Also ist im Endeffekt das gleiche nochmal. Aber ja, das würde ich sagen, ist schon mal ein ganz schöner Vorteil. Also wenn man die wirklich, wie gesagt, correct me, oder was heißt correct me, sagt es mir gerne in den Kommentaren, sollte man die wirklich alle zeitgleich aufstellen können, sowohl die Personal als auch die Guild-NPCs, dann ist das ein monumentaler Vorteil. Wenn man jeweils nur einen aufstellen könnte, dann würde ich sagen, ja gut, dann ist es echt nicht so wichtig. Aber wir haben ja quasi mehr XP, mehr Drop, mehr Schaden, weniger Schaden, mehr HP, mehr FP, mehr MP, weniger FP-Verbrauch, weniger MP-Verbrauch, PvP-Damage. Gut, das ist, wie gesagt, ja, vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Aber ja, also es ist einfach doch ein gewaltiger Vorteil gegenüber Spielern, wenn man alles zusammen addiert, die eben Geld ausgeben oder die eben kein Geld ausgeben. Zugegebenermaßen bei den Gilden-NPCs kann man natürlich da sagen, naja gut, in der Gilde, wenn dann vielleicht mehrere Leute sich beteiligen, dann kann man da vielleicht mit sehr geringen Kosten, dass vielleicht jeder einmal im Monat einen NPC kaufen muss oder so, kann man vielleicht mit günstigeren Kosten davonkommen. Aber nichtsdestotrotz sind das Kosten, die ja mehr oder weniger aufgezwungen werden, wenn man diese Boni haben will, weil es halt keinen Weg gibt, die mit Penya zu finanzieren. Also man sieht schon hier im Cash-Shop, ich bin auf Wohnen gegangen, 806 Gegenstände in dieser Kategorie und es gibt literally nichts, was du für Penya kaufen kannst, weil die Sachen, die du für Penya kaufen kannst, sind beim Hausverwalter Charlie in seinem NPC-Store. Und ja, also bin ich jetzt nicht so begeistert davon, muss ich ehrlich zugeben. Klar, wie gesagt, sowas wie PvP-Damage und PvP-Damage Reduction. Keine Frage, das spielt jetzt keine so große Rolle für die meisten Leute, für mich natürlich auch nicht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass es hier vor allem auch nicht als Penya-Sync eingerichtet wurde, dass man auch sowas wie XP-Rate, klar es sind nur 5%, aber trotzdem permanent 5%. Also wenn sich jetzt jemand dafür entscheidet, diesen NPC permanent aufzustellen, hat er permanent 5% XP, scheißegal, ob das Ding nur 7 Tage hält oder nicht. Er kann ihn ja unendlich oft kaufen. Ja, ist natürlich langfristig schon ein erheblicher Vorteil, wie gesagt. Und ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert davon.
Und auch grundsätzlich finde ich es halt irgendwie crazy, dass das alles hier mehr oder weniger in Anführungszeichen sinnlos ist. Also du hast halt so viele Sachen zum Dekorieren, aber die geben sowieso alle keine Effekte. Also ich frage mich halt, wer in Flife jetzt wirklich schon immer das Bedürfnis hatte, sich ein eigenes Haus einzurichten, da seine Freunde einzuladen. I don't know, ob das jetzt das Update war, auf das jeder gewartet hat. Vermute ich eher nicht. Aber was mich, wie gesagt, vor allem stört, ist halt das mit dem Pay-to-Win-Vorteil hier durch die NPCs. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht hundertprozentig, ob man alle NPCs zeitgleich aufstellen kann, theoretisch sowohl im Gilden als auch im Personal-Haus. Würde mich aber ehrlich gesagt wundern, wenn nicht, weil dann würde es irgendwie wenig Sinn machen, dass es so viele verschiedene NPCs gibt, weil, ja, dann wäre die Entscheidung ja echt schwierig, welche man aufstellt. Und das war alles von dem neuen, in Anführungszeichen, Content-Update oder dem neuen Teil von New Horizon. Also ich persönlich, ja, bin jetzt natürlich nicht zu gehypt, weil es jetzt halt alles mit PvP zu tun hat, plus Pay-to-Win. Also es gibt jetzt aus einer Free-to-Play aus einer Free-to-Play PvE-Spieler-Perspektive bietet dieses Update jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, absolut null Elemente. Housing-System, wenn man nur Free-to-Play spielt, bringt einem lediglich Jump Height plus 30. Das brauche ich nicht. Also ist für mich das komplette Housing-System irrelevant, wenn ich keine F-Coins habe oder ausgeben möchte. Damit ist das komplette Update schon mal weg. Guild-Housing, gut, das könnte interessant sein, aber theoretisch, was bringt dir ein Guild-House, wenn du keine NPCs kaufen kannst, weil sie alle F-Coin kosten? Also auch hier wieder kann man auf Seite schieben, eigentlich aus einer Free-to-Play-Perspektive irrelevant. Und dann bleibt im Endeffekt nur noch Kaigas Assault übrig. Sieht ganz cool aus. Die Frage ist, was kostet es? Ist es Free-to-Entry? Dann sage ich, okay, dann könnte das echt cool sein. Wenn das, sage ich mal, 5 Millionen Eintrittsgebühr kostet oder so, dann auch da muss ich sagen, naja gut, dann gewinnt man da, vor allem wenn man nicht zu den Top-Kategorien gehört. Und wie gesagt, hier gibt es wieder einen Pay-to-Win-Vorteil, dadurch, dass man seinen Respawn-Timer mit unendlich Geld, unendlich Penya, unendlich F-Coin permanent skippen kann. Ja, hat man da halt auch wieder so einen gewissen Vorteil, also Free-to-Play-Spieler wieder einen gewissen Nachteil. Also auch da wieder nicht wirklich, ja, sehr easy für die PvE Free-to-Play-Spieler. Aber gut, es bleibt auf jeden Fall spannend, weil viele Sachen sind jetzt natürlich noch nicht so hundertprozentig klar. Die müssen sich jetzt über die nächsten Tage mal, wie gesagt, vor allem der PvP-Modus am Sonntag dann entwickeln. Auch die ersten Artifact-Walls und so weiter. Ja, wird schwierig zu verfolgen, wenn man nicht dran teilnimmt, aber mal gucken, was da so berichtet wird. Und ja, wie gesagt, interessantes Update grundsätzlich, für gewisse Spieler halt eher nicht so ja, inhaltsvoll oder Inhalte, die sie wirklich nutzen können. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und wir sehen uns im nächsten Flife Universe Video oder Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.